Sebastian, schön dich zu sehen. Heute geht es um ein total interessantes Thema, und zwar darum, wie durch Unwissenheit oder auch ein bisschen Arroganz Fehler gemacht werden, wenn man eine Gesellschaft im Ausland gründet. Und da gibt es so ein paar Dinge, die du deinen Mandanten ans Herz legen willst, wie man solche Dinge umgehen kann. Was für dich ist denn der Hintergrund zu diesem Thema? Wir sind immer noch überrascht darüber, wie viele Mandanten oder Interessenten sich eigentlich bei uns melden und sagen, naja, ich kann doch da einfach so eine Firma gründen in Delaware, kriegt eh keiner mit, Finanzamt kriegt es auch nicht mit dann kann ich steuerfrei Geld verdienen, ist alles egal, kriegt eh keiner raus und so weiter und so fort. Ja. Also es gibt immer noch erstaunlich viele, die hier dieses Mindset, diese Attitude haben. So, mein Ansatz ist eigentlich ein ganz anderer. Also die ganze Trickserei, meiner Meinung nach, ist ein ganz schlechter Approach. Das ist erstens schlecht für die Psychohygiene und zweitens ist grundsätzlich eine schlechte Strategie, um erfolgreich durchs Leben zu gehen. Ja. Also alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne, nutzen interessante Schlupflöcher und Möglichkeiten aus, aber machen immer Dinge, die überprüfbar sind, die legal sind, die nachhaltig sind. Und im Grunde genommen, darum geht es jetzt hier. Was sind die 7 Punkte, die man vermeiden muss? Wie muss man sich verhalten, damit die Firmengründung nachhaltig ist, damit ich Probleme für mich, meine Familie, meine Angehörigen, meine Geschäftspartner vermeiden kann, wenn ich eine Firma im Ausland gründe? Auf deiner Liste steht als allererstes oben drauf, nicht ins Ausland umziehen. Was hat es damit auf sich? Genau, also das ist sicherlich der größte Fehler, den man machen kann. Und das ist ja auch was wir mantramäßig wiederholen auf allen unseren Webseiten. Also ich sage es nochmal, du kannst nicht eine steueroptimierte Gesellschaft im Ausland gründen und dabei in Deutschland oder einem ähnlichen Hochsteuerland wohnen bleiben. Jetzt gibt es natürlich dann so Intelligente, die dann sagen, ja, aber Google und Amazon und Microsoft, genau. Aber du bist ja weder Google noch Amazon noch Microsoft, glaube ich zumindest. Du hast nicht die entsprechende finanzielle Power, du hast nicht so viele Mitarbeiter, du schaffst nicht so viele Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Wir können die Konversation im Grunde gerade hier beenden. Der einzige Weg für dich, steueroptimiert eine Gesellschaft legal zu betreiben, ist, den Wohnsitz ins steuergünstige Ausland zu verlegen. Daher der größte Fehler, den man machen kann bei einer Auslandsgesellschaft gründen, ist, in Deutschland wohnen zu bleiben oder in einem anderen entsprechenden Wohnsitzland. Als nächstes auf der Liste geht es um was ganz Praktisches, dass man Geschäftsführer wird oder das Tagesgeschäft leitet. Also dass man direkt involviert ist in dem Geschäft, in dem Unternehmen. Kannst du das ein bisschen ausführen für uns, vielleicht mit einem Beispiel? Leider ist es so, dass auch Personen, die ins steuergünstige Ausland umziehen, dann meinen, sie können Geschäftsführer sein ihrer eigenen steuergünstigen Gesellschaft. Also ich sage ein Beispiel. Du ziehst nach Portugal um, Dividenden sind steuerfrei, du hast eine Firma in Malta und bist selbst Geschäftsführer dieser Firma in Malta und erwartest dann, dass das portugiesische Finanzamt dieses Arrangement akzeptiert. Das ist falsch, das funktioniert nicht. Die Portugiesen werden das nicht akzeptieren. Du wirst voll in Portugal Steuern bezahlen, das sind 30% auf die Dividenden aus Malta. Es ist nicht steuerfrei. Zusätzlich ist die maltesische Firma in Portugal komplett körperschaftsteuerpflichtig. Das heißt, du musst dann die portugiesische Körperschaftsteuer noch auf die Gewinne bezahlen. Du kannst nicht selbst der Geschäftsführer sein deiner Auslandsgesellschaft. Das funktioniert in den wenigsten Fällen. Zum Beispiel in Malta funktioniert es. Wenn du in Malta wohnst, kannst du auch dort eine Gesellschaft eröffnen und Geschäftsführer werden. Aber in den meisten Fällen ist die Gesellschaft in einem Land, dein Wohnsitz in einem anderen und du kannst nicht Geschäftsführer der Gesellschaft sein. Jetzt geht es um die Komplexität der Kontoeröffnung. Erzähl uns dazu was. Genau, auch ein Riesenfehler, den viele machen. Wir eröffnen seit 2006 Konten im Ausland für ausländische Gesellschaften und es ist jedes Jahr seitdem schwieriger und komplexer geworden, kann man sagen. Es ist ein Thema, was uns regelmäßig schlaflose Nächte und Kopfzerbrechen bereitet. Es ist die komplizierteste Detailarbeit an dem ganzen Projekt Firmengründung im Ausland. Die Firma im Ausland ist schnell gegründet. Du kannst heute in jedem Land praktisch sehr schnell, vielleicht dauert es ein paar Tage, ein paar Wochen, eine Gesellschaft gründen, aber unterschätze bitte nicht die Kontoeröffnung. Hier wirst du
in vielen Fällen gerade bei dubiosen, sogenannten steuergünstigen Gesellschaften die allergrößten Probleme haben. Deswegen mein Tipp, kümmere dich zuerst um die Kontoeröffnung, kläre ganz genau, wenn ich in diesem Land diese Firma gründe, die Folgendes macht, die diese Besitzverhältnisse hat, wo bekomme ich dann ein Konto? Und auch das ist was, wo du Leute beraten kannst, richtig? Zum Teil ja, zum Teil auch nein. Aber ja, es ist was, mit dem wir tagtäglich umgehen. Als nächstes auf der Liste hast du geschrieben, mit Kanonen aus Spatzen schießen. Erzähl uns, was das denn bedeutet. Viele machen den Fehler, dass sie hier ein relativ kleines Business im Ausland gründen wollen und dann hier eine gigantische Firmenstruktur hier aufbauen wollen. Das ist absoluter Quatsch. Fang klein an, fang mit irgendwas an, mit dem du jetzt beginnen kannst, was jetzt praktisch ist. Natürlich eine Struktur, die dir nichts verbaut in der Zukunft, ist ja ganz klar. Also auch hier kann man natürlich nicht sagen, dass jetzt alles gut ist, selbstverständlich nicht. Aber oftmals kannst du klein anfangen mit einem Baustein deiner Firmenstruktur und dann, wenn deine Firmenstruktur wächst und Erfolg hat, kannst du weitere Module dazu sozusagen hinzubauen. Aber auf keinen Fall hier Steuerberater und Rechtsanwälte reich machen, die jetzt hier die eierlegende Wollmilchsau verkaufen wollen. Das wirst du in der Regel bereuen. Noch ein Fehler, den du häufig auch siehst, ist, dass Leute die Optik nicht bedenken, dass sie einfach sich keine Gedanken darüber machen, wie dieses Konstrukt, was sie da auf die Beine stellen, von außen aussieht. Kannst du uns da ein paar Fallbeispiele geben? Ja, absolut. Also immer wieder, ja, vergisst letztlich unser Mandant die Optik des Kunden. Ja. Er gründet also irgendwo eine Firma, ich sage zum Beispiel mal in Zypern, und sind wir ehrlich, Zypern hat eine ziemlich beschissene Reputation, ja, und wollen dann Waren und Dienstleistungen zum Beispiel in Deutschland oder Österreich verkaufen, kleben dort die zypriotische Adresse ins Impressum rein und wundern sich, dass sie keine Kunden bekommen. Die Optik gerade in Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz ist extrem wichtig. Hier darf man sich nicht auf irgendwelches Gutdünken verlassen. Das muss man im Vorfeld analysieren und abklären. Und manche Branchen ist es natürlich komplett egal. Ja. Wer jetzt Adult-Content oder sowas verkauft, für den wird das keinen Unterschied machen, ja, was für eine Firma da drin steht. Ja. Aber in vielen Branchen macht es einen Riesenunterschied. Und daher ist es ein Punkt, den man auf keinen Fall unterschätzen darf. Wie ist die Optik? Wie sieht es von außen aus? Was sagen meine Kunden dazu? Ja, wir hatten schon Situationen, wo Mandanten zu uns gekommen sind, die irgendwelche angeblichen steuergünstigen Strukturen gegründet hatten, nur mit dem Ergebnis, dass kein Lieferant und kein Kunde mit ihnen zusammenarbeiten wollte. Das heißt, das ganze Ding hatte sich dann komplett erledigt. Also im Vorfeld klären, analysieren und erst dann handeln. Aber immer die Optik des Kunden, deiner eigenen Kunden letztlich im Blickwinkel haben. Dann ein Fehler, den du aufgelistet hast, da geht es darum, dass man einfach vergisst, bestimmte Meldungen an das Finanzamt weiterzugeben. So ein klassischer Fehler, der bei der Gründung von Firmen im Ausland häufig passiert, richtig? Genau, vergessen. Genau, absolut. Es ist ja so, wenn du eine Firma im Ausland gründest oder eine Beteiligung an einer Firma im Ausland erwirbst, im Fall einer Kapitalgesellschaft zu mehr als 9%, bist du verpflichtet, diesen Tatbestand deinem Finanzamt zu melden in der ganz normalen Lohnsteuererklärung. Hier musst du dann angeben, was diese Firma macht, warum du sie gegründet hast. Finanzamt wird sich bei dir melden und sagen, okay, Sie haben diese Firma gegründet in Zypern. Jetzt erklären Sie doch mal, was macht diese Firma? Warum haben Sie die gegründet? Warum haben Sie nicht in Deutschland gegründet? Wer ist Geschäftsführer? Ist das irgendein Rechtsanwalt, Steuerberater oder sonst irgendwas? Und das sind halt dann alles Fragen, die du natürlich wahrheitsgemäß beantworten musst. Wenn du jetzt eine Strategie hast, dann kannst du diese Fragen ja ohne weiteres beantworten. Wenn du also zum Beispiel sagst, korrekt, ich habe diese Firma in Zypern gegründet, ich werde nämlich im Januar nächsten Jahres nach Zypern umziehen und in Vorbereitung dessen habe ich die Gesellschaft gegründet. Bis dahin ist die Firma rund. Ich wollte es einfach nur schon mal machen, um hier vorbereitet zu sein. Wirst du auch mit dem Finanzamt kein Problem bekommen. Aber die Meldung nicht zu machen, kann dazu führen, dass du bis zu 25.000 € Strafe zahlen musst und möglicherweise ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung am Bein hast. Deswegen
sich nicht an die Regeln zu halten oder hier zu versuchen, zu tricksen oder irgendwas nicht zu machen, was du machen musst, ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Wahrscheinlich damit verbunden ist der letzte Fehler, über den wir uns kurz unterhalten wollen, und zwar sich auf Halbwissen aus dem Internet verlassen. Zu diesen Themen gibt es natürlich unglaublich viel Informationen im Internet, manche seriös, manche nicht so sehr. Wie oft bist du konfrontiert mit der Situation, dass sich Mandanten von dir auf Informationen aus dem Internet verlassen haben, dann plötzlich festgestellt haben, das war nicht so richtig und du dann den Mist ausbaden musst? Es passiert sehr oft und ich meine, wir sehen das Problem bei unseren eigenen Webseiten. Es ändert sich ja laufend sehr viel und auch wir haben eine gewisse Mühe und einen gewissen Aufwand damit zu schauen, dass die Informationen immer korrekt sind. Auch bei uns kann es sein, dass man Informationen nicht zeitnah abgedatet werden. Daher ist meine Empfehlung immer, sich nicht allein auf das Internet zu verlassen. Ja, nutze das Internet, um deine Recherche zu machen, unbedingt. Aber lass dich dann von einem Steuerberater oder von einem Rechtsanwalt beraten zu dem Themenkomplex und verlass dich nicht auf das, was du nur dort siehst. Insistiere auf steuerlicher Beratung. Normalerweise kostet diese Beratung etwas. Ja, also ich meine, wir kennen Steuerberater in Deutschland, die internationales Steuerrecht machen. Die strukturieren solche Themen für Mandanten und machen ja alle Abklärungen und beraten den Mandanten dann. Da kostet diese Beratung auch bei einem, sage ich jetzt mal, Freiberufler, der nur in Anführungszeichen 100.000, 200.000 Euro verdient, 10.000 bis 15.000 Euro. Ja, also eine ganz schöne Stange Geld. Ich sage nicht, dass es so viel sein muss, aber wenn dir jemand verkauft, dass er dich hier kostenlos berät, dann kannst du davon ausgehen, dass die Kosten hinten raus ganz schön hoch sein werden. Ja? Es gibt keine kostenlose qualifizierte Beratung. Wer kostenlose Beratung verkauft, der macht für die Wirklichkeit ein Verkaufsgespräch. Und du bist dann derjenige, dem hier irgendwas angedreht werden soll. Ja? Deswegen lass dich qualifiziert beraten, idealerweise sogar von mehreren Experten. Verlass dich nicht auf irgendwas, was du liest. Und nur dann kannst du dir sicher sein, dass du hier letztlich dich rundum informiert hast. Jetzt natürlich die Frage, wie kannst du Leute beraten, wenn sie einen Umzug ins Ausland und Firmengründung im Ausland planen? Genau, also das ist natürlich Firmengründung im Ausland, unser Standardthema seit vielen Jahren. Wir kennen viele Jurisdiktionen. Wir haben sehr viele Firmen, ich würde sagen tausende Firmen gegründet für Mandanten in den letzten 20 Jahren. Ich kann also jedem nur empfehlen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, der dieses Interesse hat, kann ein Beratungsgespräch buchen, kann auch erstmal einfach nur anfragen, ob wir uns zu einem bestimmten Thema auskennen. Wir können dich bei der ganzen Firmengründung begleiten. Zum Teil gründen wir natürlich Gesellschaften selbst. In vielen Jurisdiktionen haben wir aber dann Anwälte und Steuerberater, die sich darum kümmern. Und wir sind nur diejenigen, die das Ganze dann zentral und auf Deutsch natürlich auch für die Mandanten koordinieren. Super. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du deine ganzen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Es war wie immer super interessant. Vielen Dank und bis bald. Danke dir. Wir hatten ja sowieso schon das eigentlich schon lange so, dass wir es relativ, ich sage mal, virtuell hatten, die Organisation. Ja. Also wir hatten eigentlich das Büro, was wir in London hatten, das war sowieso relativ klein, da waren vielleicht 3, 4 Leute drin. Ja. Und bei Corona haben die dann auch von zu Hause aus gearbeitet. Dann ist dann auch noch der Vermieter pleite gegangen. Ja. Das heißt, wir haben dann das Büro sowieso verloren, mussten uns sowieso was Neues suchen und haben dann im Grunde genommen aber gar kein Büro mehr gemietet, sondern noch so ein wie soll ich sagen, so ein Office Space in so einem virtuellen Business. WeWork. Ja. Genau, wie WeWork, genau. Und wenn ich jetzt Meetings habe, dann treffe ich die Leute halt da. Ja. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.